Welche Pastellkreide eignet sich für Anfänger und Fortgeschrittene? Du bist im Künstlerladen, die Regale voller bunter Kreiden und dein Herz schreit, alles mitnehmen. Aber dein Kopf sagt, Moment mal, welche Pastellkreide ist eigentlich die richtige für mich? Genau diese Frage klären wir heute. Denn Pastell ist nicht gleich Pastell. Es gibt Kreiden, die sich sanft wie Butter über das Papier gleiten lassen und welche, die so hart sind, dass sie fast wie Buntstifte wirken. Und dann gibt es noch die Ölpastelle, die sich verhalten wie die rebellischen Cousins im Familienclan. Also lass uns gemeinsam Ordnung ins Chaos bringen. Ich bin Andreas und das Gesicht hinter pastellnatur.de. Ich bin Natur- und Tiermaler, arbeite überwiegend mit Pastellstiften und Pastellkreiden und liebe realistische Tiermalerei. Ich zeige dir, wie du mit ein wenig Übung selbst tolle und naturnahe Tierporträts von deinen Lieblingstieren malen kannst. Dabei spielt es keine Rolle, ob du Haustiere oder Wildtiere malen möchtest. Die Technik dahinter ist die gleiche. Wenn du mehr zum Thema naturnahe und realistische Tiermalerei erfahren möchtest, lasse mir ein Like da und abonniere meinen Kanal. Da ich mit dem Kanal noch ganz am Anfang stehe, freue ich mich über jeden einzelnen Abonnenten. Du findest mich auf Instagram unter Pastellnatur und über meine Webseite pastellnatur.de. Die drei Hauptarten von Pastellkreiden: Softpastell, die Klassiker für intensive Farben. Softpastelle sind der Traum für jeden Pastellfan. Sie haben sanfte Pigmente, lassen sich super mischen und leuchten wie ein Sonnenuntergang in der Toskana. Perfekt also, wenn du richtig knallige Farbergebnisse willst. Für Anfänger am Anfang vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig, weil sie schnell stauben und man fix Flecken macht. Aber hey, genau das gehört zum Spaß dazu. Für Fortgeschrittene, hier kannst du richtig Gas geben. Feine Layer, weiche Übergänge, realistische Tierporträts, alles möglich. Zweitens, Hartpastelle, die unterschätzten Helfer. Hartpastelle sind fester gepresst, halten länger und sind prima, um Details zu zeichnen oder untere Schichten aufzubauen. Für Anfänger ideal, um die ersten Striche zu kontrollieren, Linien zu üben und nicht gleich das ganze Papier zuzukrümmeln. Für Fortgeschrittene sind sie top, wenn du Strukturen oder feine Linien brauchst, zum Beispiel Fellhaare oder Grashalme. Drittens die Ölpastelle. Die wilden Dinger Ölpastelle sind anders. Sie fühlen sich fettig an, haften auf fast allem, ja sogar auf Holz und brauchen keine Fixierung. Dafür lassen sie sich nicht so gut mischen wie Softpastelle. Für Anfänger nur geeignet, wenn du Lust hast zu experimentieren. Für Fortgeschrittene spannend, wenn du schon Erfahrung hast und was völlig Neues ausprobieren willst. Welche Pastellkreide solltest du nun als Anfänger wählen? Wenn du ganz am Anfang stehst, empfehle ich dir Hartpastelle oder ein Einsteigerset Softpastelle. Damit hast du die perfekte Mischung aus Kontrolle und Farbe. Fang klein an, lieber ein gutes Set mit 12 bis 24 Farben als eine riesige Kiste, die dich erschlägt. Pro-Tipp: Sets von Faber-Castell, Rembrandt oder Stabilo Capotello sind super für den Start. Und was ist mit den Fortgeschrittenen? Sobald du dich sicher fühlst, darfst du bunter werden. Dann kommen hochwertige Softpastelle wie Schminke, Sennelier oder Unison ins Spiel. Die sind zwar teurer, dafür aber butterweich und unfassbar intensiv. Außerdem kannst du dann gezielt kombinieren. Hartpastelle für Details, Softpastelle für Flächen, vielleicht sogar Ölpastelle zum Experimentieren. Worauf solltest du beim Kauf achten? Farbauswahl. Lieber wenige, aber hochwertige Farben, die du mischen kannst. Beim Papier: Ohne gutes Pastellpapier bringt dir die teuerste Kreide nichts. Achte auf griffige Oberflächen. Viertens, dein Malstil. Willst du realistisch malen, dann Soft- oder Hartpastell kombinieren. Magst du expressive, kräftige Bilder, dann experimentiere mit Soft- und Ölpastell. Typische Anfängerfehler und wie du sie vermeidest. Zu hart aufdrücken, lass die Kreide für dich arbeiten. Pastell ist kein Buntstift. Falsches Papier. Normales Druckerpapier? Nope. Das ist wie High Heels im Sand, funktioniert überhaupt nicht. Alles auf einmal kaufen? Verlockend, ich weiß, aber starte lieber mit Basics und finde heraus, was dir wirklich liegt. Fazit: Welche Pastellkreide passt zu dir? Wenn du Anfänger bist, starte mit Hartpastellen oder Pastellstiften und einem kleinen Softpastell. Wenn du schon fortgeschritten bist, gönn dir Softpastelle in Profi-Qualität und kombiniere verschiedene Kreiden. Pastellmalerei ist wie ein gutes Kochrezept. Am Ende kommt es nicht nur auf die Zutaten an, sondern darauf, wie du sie mischst. Und hey, das Beste ist, du kannst jederzeit upgraden, experimentieren und deine eigene Handschrift entwickeln.